Mein Name ist Julia, ich bin die Gründerin von MBLetics. Wir sind ein nachhaltiges Sport-Startup aus München. Wir sind gerade ein zweiköpfiges Team, noch ganz klein, und unsere Kollektion beschreiben wir als bunt, bold und dynamisch. Also unsere Sport- und Yoga-Tights sind aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Unsere Sport- und Yoga-Kollektion ist ziemlich farbenfroh. Also wir nutzen sehr bunte Prints, die wir gemeinsam mit einer Pattern-Designerin entwickelt haben. Also das sind alles Unikate, und das hat super viel Spaß gemacht in dem Design-Entwicklungsprozess. Insgesamt haben wir natürlich auch aber eine Range. Also wir haben sehr knallige Leggings, aber auch ergänzen wir die mit schwarzen Modellen, also ein bisschen dezentere Varianten, und sind geeignet für Läuferinnen, zum Yoga machen, zum CrossFit, für alle möglichen Sportarten, und wir richten uns an aktive Frauen, die Lust haben, sich zu bewegen. Die Ambiletics-Kollektion ist, ich sage mal, zu 100% nachhaltig. Was bedeutet das? Das betrifft einmal unsere Produktion. Wir produzieren unter fairsten Bedingungen in einer GOTS-zertifizierten Näherei in Porto, also in Portugal. Und der zweite Anker ist auch immer natürlich das Material, aus dem die Kollektion gefertigt wird. Das ist bei uns 100% recyceltes Polyester. Also das bezieht sich jetzt natürlich auf die Leggings und auf die Bras. Und bei dem Sourcing haben wir darauf geachtet, dass wir erstens lokal die Materialien sourcen. Also die Stoffe kommen aus Italien und werden auch mit Müll, der dort vor Ort anfällt, gefertigt. Also kurze Wege, das war ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist auch, dass die Kollektion wirklich zu 100% aus recycelten Materialien besteht, und nicht nur zu einem kleinen Anteil. Ja, mit Embeletics habe ich 2018 gestartet. Ich habe mir bei der Produktentwicklung große Hilfe mit ins Boot geholt, und zwar von einer Agentur in Berlin, die mir bei der Schnittentwicklung geholfen haben. Ich hatte natürlich ganz bestimmte Vorstellungen, wie die Schnitte aussehen sollen, und auch natürlich Kriterien für die Stoffe, also dass sie was aushalten sollen, langlebig sind, nachhaltig sind. Und genau, dann haben wir angefangen, einfach die Produkte zu entwickeln, haben mehrere Prototypen genäht, die ich dann natürlich auch Probe getragen habe beim Laufen oder im Fitnessstudio. Und die Leggings sind dann weitergewandert an meine Schwester und an Freundinnen, die auch getestet haben und mir wertvolles Feedback gegeben haben, weil nichts ist besser, als wenn die Sachen wirklich auch getestet werden. Und das habe ich dann mitgenommen, das haben wir dann zusammen umgesetzt und so die Produkte halt Schritt für Schritt modifiziert. Und dann liefen viele Schritte parallel. Natürlich habe ich die Marke aufgebaut. Ich habe mit einer Pattern-Designerin zusammengearbeitet für die Muster. Das hat auch riesen Spaß gemacht. Ich habe davor in einer Agentur gearbeitet, und es ist natürlich ein sehr kreativer Prozess, Moodboards zu erstellen und dann wirklich individuelle Prints zu entwickeln, die dann auch wirklich wahr werden und auf Leggings und Bras gedruckt werden.